Moin, ihr Landratten. Herzlich Moin. willkommen bei Hamburg Hafen Live. So, Moment. Ich muss mich kurz sortieren. So, ich glaube, wir sind drauf. Ich glaube, wir sind live. Man müsste uns eigentlich sehen und ich hoffe auch hören. Es ist nicht so dunkel. Es ist sehr dunkel hier, aber gut. Also es ist wirklich Das hat der Abend so an sich, ne? sehr duster. Wir haben uns hier mal so eine kleine Funzel gesucht, so eine kleine Straßenlaterne. Und ja, wie ihr seht, befinden wir uns am Dockland. Und hier kommt auch schon was mit und ohne Beleuchtung. Das ohne Beleuchtung sieht man, glaube ich, gar nicht, ne? Ach, da hinten, Das ist ja, ganz ich kann ja mal die dunkel. Kamera umdrehen. Also wir sind gerade eh nicht so toll beleuchtet. Aber dann seht ihr mal so ein bisschen, wie das hier gerade im Hafen aussieht. Bild und Ton okay, kommt hier auch. Also da Also es ist so ein bisschen diesig. fährt was ganz Dunkles vorbei. Ja, Der hat aber einen coolen Drift eben gemacht. absolut. Und ja, wir haben gerade den Security-Menschen hier am Dockland getroffen und der hat uns gesagt, also bis 21 Uhr ist das Dockland auf jeden Fall noch auf. Deshalb dachte ich mir, dass wir Tanja jetzt gleich einfach mal die Stufen zum Dockland hochzählen lassen, oder? Oder nicht? Ja, können wir gucken, ob wir das noch hinkriegen mit unserer Schnappatmung. Weiß ich nicht, ob ich mich da auch noch auf Treppenstufen zählen. Ja, so konzentrieren hundertprozentig. Aber da kommt fit extra was mit Beleuchtung jetzt noch. Siehst sind du wir das? noch nicht. Ja, aber das können wir uns ja gleich auch so ein bisschen von oben angucken. Ja, Na? Also so ein bisschen, also in den letzten Zügen des Auskurierens liegen wir. Aber ja, eigentlich geht es wieder ganz gut. Ich denke, die Treppen, die können wir uns mal antun. Ich weiß gar nicht, ich glaube, im Stream waren wir noch nicht da oben, oder? nee, ich glaube nicht. Dann wird das Zeit, ne? Dann wird das Zeit. Komm, wir gehen da mal hoch. Erstmal geht ein Dankeschön an den John raus. Der ist jetzt bei uns auf dem Fischmarkt-Mitglied. John, Dankeschön. danke dir. Ja, das Dockland hier, also viele kennen das ja. Das ist hier dieses parallelogrammförmige Bürogebäude. Und da kann man hoch, hat von oben sehr schöne Aussicht. Allerdings ja, wird das halt auch bewacht, also mit dem Stativ da oben, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber heute sind wir ja hier mit dem Handy unterwegs, insofern können wir da mal hoch. Und ja, wenn halt niemand da ist, security-mäßig, dann wird halt auch irgendwann das Tor zugemacht. Das heißt, dann kommt man auch nicht mehr oben drauf. Aber heute, das Fiese, also heute wollen wir es mal wagen. Das Fiese daran ist, das sieht alles gar nicht so wild aus. Man Ist es denkt, aber. Man Ist denkt, ach, es hier so aber. ein paar kleine Stüfchen, alles nicht so wild. Aber ja, es ist dann doch irgendwie mehr als Soll man ich jetzt denkt. wirklich die Stufen zählen? Willst du mitzählen? Na, mal gucken, ob ich Ja. das hinkriege. Mach doch mal, das war 1. Das ist 1. Also, Tanja zählt. Jetzt darf ich sie nicht durcheinander bringen. Du kannst das auch plateauweise machen. Jo, habe ich. Die ersten 20 sind geschafft. Wenn das alles 20 sind, dann ist es ja einfach, ne? Ja, guck mal, da ist auch schon Schlevi wieder unterwegs. Oh ja, Ja, vielleicht holt er sich ja was Schönes. auch hier wird wieder Meinst du scharf, hier wird wieder scharf geschossen Was im ist Chat. jetzt? Und die sagen, ihr wisst schon, dass es oben kein Sauerstoffzelt gibt. Ja, Ja, ich würde mal sagen, es macht wird euch auf was gefordert. gefasst. Es wird gefordert, dass du laut zählst. Nervt das nicht? Also 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Kommt doch nicht hin, oder? Ich habe das nicht ist ja erzählt. fies. Da kann man ja gar nicht rechnen. Ja, macht nichts. Aber ich zähle Also jetzt nicht die 39. ganze Zeit laut, das ist ja nervig. Also das ist schon... Oh, Tanja geht weiter. Und? Das waren jetzt 39 plus 19. Darfst du mal rechnen für mich? 39 plus 19 sind 58, oder? Was sagt der Chat? Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte.
Guck mal, da Und? kommt auch wieder was Dunkles. Also ich habe bis jetzt 77, aber ich kann ja auf dem Rückweg noch mal nachzählen. Bei 77 ist sie. Ist aber auch flott unterwegs, ne? Das Bötchen. Der ist flott unterwegs. Da unten die Hapag-Lloyd-Fähre. Die Kehrwieder ist das, glaube ich. Okay. 77 waren es. Und? 96. 96, okay. Jetzt habe ich 116. Aber ich garantiere für gar nichts. So ungefähr reicht das ja. Endspurt. Also ich habe jetzt 136 gezählt. Aber das 100. letzte ist ja für mich ja auch noch eine Stufe, ne? Ist ja klar, ne? Ja, sieht man jetzt nicht. 136. Habe ich gezählt. Und ja, das ist der Ausblick von hier oben. Aber ich sag dir eins, irgendjemand wird es nachprüfen und reklamieren. Ich weiß es. Also wir sagen mal 136 Nicht plus, minus, weiß ich nicht. und ihr dürft das gerne korrigieren, falls dem notwendig ist. Kann man das nicht googeln? Bestimmt. Hat das mal jemand gegoogelt? Dockland, wie viele Treppenstufen? Mike, mit Grüßen von Hansi, 249, ganz lieben Dank. Dankeschön. Reini, 14 Monate. Reini, danke dir. Und Mike ist auch seit 15 Monaten dabei. Wahnsinn. Ganz, ganz lieben Dank. Guck mal hier, die Suppe. Oh ja. Oh, guck mal, da kommt was Großes. Was kommt denn da? Was kommt denn da Großes? Großer Pott. Oh, ich kann bei dem Licht schlecht zoomen. Das macht die Kamera nicht so gut mit. Warten mal ab, wo der hingeht. Aber du hast doch heute nicht nach Schiffen geguckt, ne? Ich habe heute... Vielleicht mag mal jemand von euch aufs AIS schauen, wer da gerade kommt. Irgendjemand hat das doch mit Sicherheit so nebenbei laufen. Ach Da klar. bin ich ganz sicher. Aber das ist schon ein großes Ding, ne? Guck mal. Ganz so klein ist es nicht. 2 Euro Superchat von Anja und der Bande aus Dankeschön. Wasserburg. Dankeschön. Und 2,49 von Seimöwe. Scheiß drauf. Von Steffi. Dankeschön. Steffi, Dankeschön. Cape Akritas soll das sein. Ist immer wieder schön hier oben, ne? Absolut. Die GLB-Geisel im 4. Monat bei Twitch dabei. Danke dir vielmals. Und Hessenblitz, 5 Monate schon. Blankenese. Hessenblitz, Dankeschön. Machen wir mal einmal hier um das Gebäude rum, dann können wir noch etwas Ja. besser gucken. Dr. Oskar Behrens, jetzt auf der Speicherstadt. Dankeschön. Danke dir. Und der Fabian seit 18 Monaten auf der Vielen Reeperbahn. Dank. Guck mal, hätte ich ja nicht gedacht, dass wir jetzt noch so was Schönes zu sehen kriegen hier. Du? Ja, der Blick, der ist schon toll. Ich würde hier auch unheimlich gerne mal mit dem großen Equipment stehen. Aber ich habe noch nicht den Ansprechpartner gefunden. Vielleicht sollte ich einfach mal diesen Security-Menschen da unten fragen, Mach doch gleich mal. was der so grundsätzlich sagt, wenn man hier mit Stativ und allem. Ja, aber du brauchst doch hier eine Drehgenehmigung. Naja, also Naja, keine wenn ich Drehgenehmigung, hier mit aber meinem Equipment ankomme, dann brauche ich auf jeden Fall irgendwie eine Genehmigung. naja, alleine wenn du hier schon ankommst, brauchst du eine Genehmigung. Findest du nicht? Aber ich hoffe, dass ich die niemals kriegen werde, denn da muss ich das Equipment hier hochschleppen. Das stimmt. Und da fängt dann das Problem an. Oh, ist doch so einiges los hier, ne? Aber ich finde, das geht auch mit dem Handy ganz gut, oder? Ja, Also so vom... kann man mal machen.
Oder was sagt ihr? Das ist doch von der Qualität, macht das Handy das doch eigentlich ganz anständig. Guck mal, hier schwabbelt auch noch unten irgendwas vorbei. Was ist denn das? Ein kleiner Tanker oder? Tanker, Bulker? Was kommt da denn angefahren? Was kommt da? Ein Jetski? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Irgendwas sehr Kleines Was kommt ganz da. Kleines, Schnelles. Ach, genau das gleiche habe ich auch gedacht. Das ist aber nicht Willi, ne? Nein. Na, den wird mal, also nee, den wird man ja schon hören. Oh, das ist ein kleines Bötchen. Haben wir noch richtig Schiffsbewegung hier. Ja, total. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Jennifer, doch, da drin gibt es einen Fahrstuhl. Da muss man halt die richtigen Kontakte haben, dass man hier drauf darf und den Fahrstuhl nutzen. Wäre natürlich schon ganz cool. Aber man braucht ja immer noch Ziele. Okay, das ist von der Qualität Blödsinn. Guck mal, der Hessenblitz hat einfach mal Google Gemini gefragt, die KI von Google, und die sagt 136 Stufen. Hatte ich nicht 136? Du hattest 136. Yes! High five. Sehr gut. Aber ich wollte dazu nur sagen, Zahlen waren noch nie meine Stärke. Deswegen hätte mich das jetzt auch nicht gewundert, wenn es nicht gepasst hätte. Petra lässt 5 Euro da per PayPal. Dankeschön. Petra, dankeschön. Guck mal, es macht auch wieder so einen schönen Drift hier. Ja, ne? Das Bötchen, ja. Und Wunderbar. Markus seit 16 Monaten auf dem Fischmarkt. Dankeschön. Danke dir, Markus. Ach, Malte ist wohl auch da, sehe ich gerade hier. Moin, Malte. Gelesen habe ich ihn Malte, nicht. moin. Ach, da oben ist er. Perfekt. 8 Monate Hamburg meine Perle von Andi, unserem Sattelschlepper. Dankeschön. Danke. Und der Hessenblitz lässt 5 Euro da. Danke. Micha H58 verschenkt eine Mitgliedschaft. Und hier unten ist schon wieder Schlebi-Alarm. Wen haben wir denn da? Oh, es ist wirklich dunkel. Also ihr müsst ein bisschen helfen. Ich kann nicht mehr erkennen, ob das ein Boluda oder ein Fairplay ist. Ich glaube, das ist aber ein Boluda, oder? Ja, ist ein Boluda. VW Bison ist das. Dankeschön. Und ja, in die Richtung der Blick ist auch nicht schlecht. Also wir könnten hier oben auch einfach so ein kleines Gartenhäuschen setzen, so eine Gartenlaube, und dann Deck 7 hierher verlegen. Das wäre auch nicht verkehrt. Also das bekommt ihr auf jeden Fall, wenn ihr aufs Dockland hochgeht. Da drüben sind auch die faulen Eier. Die faulen Fauleier. Schon ganz schön hier oben, ne? Also kann man echt nicht anders sagen. Jennifer Whiting mit Winke Winke aus Kalifornien und einem Prime Sub bei Twitch. Jennifer, danke dir. Also was ich sehr schön finde, das sieht man jetzt nicht so wirklich gut, aber hier oben ist so Holzfußboden, ne? Also so dieser Terrassenboden. Das Ja. macht es irgendwie alles sehr angenehm, finde Das ich. stimmt. Echt so ein bisschen schiffsmäßig aus hier oben, ne? Ja. Guck mal, hier könnte ich auf meiner Brücke stehen. Von hier oben könnte ich dann sprechen. Meinst du, dass dir irgendjemand zuhört, wenn du was sagst? Bürgerinnen und Bürger, Mitreisende und Crew, Und Kreuzfahrer. Kreuzfahrer und Frachtfahrer, Seid gegrüßt und gute Reise. eingestiegen Immer zu auch bestiegen. ihr hinfahrt. Ja.
Ja, wollen wir mal runter. Also unsere Idee war ja heute so einen kleinen Walk hier zu machen. Ich habe das extra mal Lieblingsort genannt, denn das hier ist wirklich so dieser Bereich, den Tanja und ich am liebsten mögen. Fischereihafen. Fischmarkt. Fischereihafen ist das, wo ich jetzt gerade drauf filme. Und dann das ganze Gebiet zum Fischmarkt hin. Und deshalb haben wir gesagt, machen wir heute einfach mal hier wieder so einen kleinen Walk. Viele von euch kennen das Gebiet natürlich, aber es ist einfach immer wieder schön. Ne? Und dann gerade abends, wir haben uns schon gedacht, dass heute wahrscheinlich nicht ganz so viel los ist, hat das natürlich so eine ganz besondere Stimmung. Ja, guck mal, da unten ist das Fischereihafen-Restaurant in Rot. Ja, das magst du ja besonders gerne, das Fischereihafen-Restaurant. Ja, Mittagstisch ist immer eine gute Empfehlung. Mir ist das ja so ein bisschen zu altbacken. Ich finde, das ist irgendwie so, Ist aber gerade schön. so plüschig da drin. Ja, das muss aber. Das kann nicht anders. Das muss einfach so. Ja, wollen wir mal langsam wieder absteigen? Jo, Guck noch mal gerade. jetzt gehen wir mal die 136 bis 140 Ja. Stufen, wie viel es auch sein mögen, einfach mal wieder zurück. Andrew, willkommen an Bord, ein neues Reeperbahn-Mitglied. Die erste Stufe, oh, da muss man genau Da hingucken. musst du richtig gucken. Dass du die, Ja, ja, und wenn du die erste hast, dann geht's aber. ja. Ich muss dir gleich mal die Kamera geben, wenn wir unten sind. Oh, das ist schon, also am besten man geht nach Gefühl, man guckt gar nicht. Das ist so ein bisschen fies, Ja, weil man hier diese Beleuchtung hat. Und wenn du da zu sehr drauf achtest, dann wirkt das, dann vertritt man sich schnell. ja. Am besten nach Gefühl. Ja, ich muss unten gleich erstmal schnell Nase putzen. Also jetzt habe ich aber nicht nochmal gezählt. Ich verlasse mich einfach darauf, Es dass wurde ja auch von der KI bestätigt, dass du richtig gezählt ich verlasse hast. mich einfach darauf, dass es nicht stimmt. Lass uns mal hier kurz Pause machen. Ich muss mal dringend die Nase putzen. Darf Soll ich ich dir mal mal die die Kamera Kamera nehmen? geben? So. Sonst. Ach, guck mal, wie schön das doch hier ist. Guck mal, da hinten leuchtet auch irgendwas lila. Da ist vielleicht noch Party. Ja, ich würde sagen, dass wir da auch mal vorbeigehen, weil da sind ja ein paar schöne Lokalitäten. Genau, wollten wir ja auch mal so ein bisschen zeigen. Ja, viele kennen es, aber jemand, der es noch nicht kennt, machen wir das einfach. Okay. Ich habe mich geschneuzt. Sehr gut. Gucken wir jetzt mal, dass wir unfallfrei wieder runterkommen. Ich finde, das ist ganz fies, weil das ist immer so abwechselnd beleuchtet. Ja. Und eigentlich darf man gar nicht auf die Stufen gucken. Nee, du denkst bei der nicht beleuchteten, du trittst ins Leere. Genau, das ist ganz, genau. ganz fies. Das ist ganz fies. Also du musst eigentlich die erste nehmen und dann darauf vertrauen, dass alle Stufen den gleichen Abstand haben. Du musst auch zackig runtergehen. Gehst du zackig, ist besser. Oh, also ich habe das gerade gemacht. Ich habe mal nach unten geguckt. Du wirst sofort... Sag ich doch. Ey, das ist ja richtig fies. Das ist wie beim Skifahren. Wenn du den ersten Hügel runterfährst, bloß nicht auf die Piste gucken. Einfach runterfahren. Bloß nicht gucken. Dann haben wir ja heute schon mal unsere 136 Stufen, also 272 Stufen. Wie du das so schnell im Kopf ausrechnest. Unglaublich. Yeah, geschafft. Und wir sind gar nicht aus der Puste, auch beim Hochgehen nicht. Aber es kommt, weil wir so viel Pause gemacht haben. Ja, das haben wir ganz taktisch, ganz klug gemacht. Du hast so getan, als ob du zeigst, wie immer auf den einzelnen Absätzen der Blick ist. Der Sicherheitsmann ist gar nicht mehr da. Wahrscheinlich sitzt er irgendwo in seinem Auto. Ja, aber du kannst ja auch nicht die ganze... Wollen wir das da hinten noch mal zeigen, den Blick zur Schlepperbrücke? Oder nicht? Ja, warum nicht? Warum nicht? Also ich finde, das ist immer sehr schön da. Ja, also für die, die das nicht kennen. Da haben wir uns auch schon öfter mal vom Regen gerettet. Weißt du noch, als wir hier irgendwie mal einen Kreuzfahrer gemacht haben? Ja. Da haben wir uns da untergestellt, weil sonst wären wir echt durchgeweicht ohne Ende.
Mir wurde heute übrigens versprochen, dass es nicht regnet. Und jetzt nieselt das doch ein bisschen. Man soll auch nicht immer alles glauben, was einem erzählt wird, oder? Nee. Da unten kann ich vielleicht noch mal ein bisschen in den Chat gucken, weil sonst... Seimöwe. Scheiß drauf, ist jetzt auch im 6. Monat bei Twitch mit dem Sub dabei. Und Anthony Dankeschön. Roberts. 10 bucks. Thanks, Tony. Silke Neumann, jetzt auf dem Fischmarkt dabei. Danke dir, Silke. Weil im Sommer ist das ganz schön hier. Da kann man hier, da sitzen hier auch immer Leute. Ne? Also hier ist eigentlich immer Party. Ja, Also mit ruhig hier ist selten. schön ist, dass hier halt auch oft der Sonnenuntergang ist. Und wer das von euch nicht kennt, was hier natürlich spektakulär sensationell ist, ist dann die Spiegelung nach oben. Wenn richtig Ebbe ist, ist hier rechts das Becken richtig... Da kannst du eine Wattwanderung machen. Ist fast leer, ja. Das ist wirklich fast leer. Das sieht richtig da krass latschen aus. die Enten dann durch Ja. den Matsch. Okay, habt ihr das auch mal gesehen? Viele von euch kennen das ja, aber der Andi, jetzt auch auf dem Fischmarkt. Oh, ich glaube, ich sehe einen Saugbagger. Dankeschön. Oh ja, Mensch, da kriegen wir noch richtig Schiffe. Ich habe gedacht, wir kriegen ja gar nichts mehr vor die Linse heute. Ist das Hein? Hein ist ja in letzter Zeit sehr viel unterwegs. Aber Hein ist schnell. Kannst du es lesen, den Namen? Nee. Nee, es ist aber nicht Hein, ne? Es ist was Längeres. Ist das Eiseldelta? Irgendjemand wird es wissen. Ja, Bin ich denke ganz auch, dass sicher. Es gleich irgendwann im Chat kommt. Kannst beim besten Willen nicht lesen. Neffe Krümel sagt, es ist Eiseldelta. Okay, dann marschieren wir mal. Hamburg Hafen Live ist auch der Stream, wo immer der Chat mithelfen muss. Wir sind immer auf die Zuschauer angewiesen. Alleine kommen wir doch nicht klar, oder? Ja, man kann das ja auch alles ein bisschen elegant verpacken und sagen, das ist der Mitmachstream. Naja, aber es läuft ja darauf hinaus, würde ich sagen. Immer wieder schön die Fähren. Auf eine Fähre wollen wir ja vielleicht nachher auch noch mal springen, ne? Ja, wir gucken mal, wie weit wir so kommen. Und vielleicht müssen wir nachher auf dem Rückweg ein Stück Fähre fahren, weil wir keine Lust haben, zurückzulaufen. Naja, es nieselt halt die ganze Zeit so ein bisschen, ne? Das ist so, finde ich, das Größte. Obwohl, es geht jetzt. Findest du? Ja. Aber wenn du da mal unter die Lampe guckst, dann siehst du schon, wie das nieselt. Aber es kommt von hinten, weil ich habe keinen Niesel auf der Brille. Wollen wir auch noch mal aufs Cruise Gate hoch? Ich hatte jetzt gehofft, dass du die Treppen uns nicht auch noch Okay. anschnackst. War ja nur aber eine Überlegung so. Aber es kennt ja eigentlich auch jeder, weil wir da ja immer streamen können, ne? wir können ja mal gucken. Postbüdel feiert 20-monatiges. Postbüdel, ganz, ganz lieben Dank für die Dankeschön. lange Zeit.
Also meine Idee war ja, dass wir jetzt gleich hier, Ja, können wir auch machen. dass wir nicht hier am Cruise Gate lang gehen, Sondern geradeaus, ne? geradeaus. Guck mal, hier sieht man jetzt das Freifallboot oder sieht man das nicht so gut? Ja. Hier ist das Trainingszentrum, ne? Wobei ich noch nie gesehen habe, dass sie hier Doch, trainieren. als ich mit Anja Hansen beim Mittagstisch im Fischereihafenrestaurant, haben die hier wirklich geübt. Das war richtig klasse. Ja, und wir hatten wirklich erste Reihe zum Mitschießen. Die fahren dann auch richtig hier rum damit, ne? Das dürfen sie aber auch nicht bei Ebbe machen. Besser nicht. Auf jeden Fall sollten sie das da nicht drin sitzen, wenn das runterfällt bei Ebbe. Das ist, der Aufprall Bei Ebbe ist bestimmt nicht ditcht so das Ding auf dem witzig. Boden. Hast du gehört, dass die hier eine stehende Welle hinmachen wollen? Nee, Hier in dieses, warte mal, wir können mal hier What? rum, dann kann man da in das Becken besser gucken. was du immer so alles mitkriegst. So. Ich habe immer das Gefühl, ich lebe hinterm Mond und nicht in Hamburg. Man muss ja nur so ein bisschen die Hamburger Nachrichten verfolgen. Na, das mache ich ja NDR, meistens. Mopo, Abendblatt. Angeblich wollen die hier in dieses Becken so eine stehende Welle installieren. Also so, wo man dann halt so surfen, auf der Stelle surfen kann. Das kannst du doch super. Also es ist wie so ein- Livestream mit Party auf der stehenden Wie so ein Welle. Laufband für Ja. Surfer. Wie cool ist das denn? Ja, ich weiß nicht, ob das cool ist. Ich finde das gut. Also ich finde so eine stehende Welle schon ziemlich cool. Ich finde das als Ding, finde ich das sehr witzig. Aber es ist dann wieder so ein neumodisches Ding hier in diesem Hafengebiet. Und da wäre ich jetzt mal so ein bisschen, da bin ich jetzt heute mal ein bisschen anti. Und sage mal, ich finde das auch gut, wenn sie das nicht hier hinbauen. So neumodischen Kram, ne? Ist nichts für dich, ne? Guck mal, hier ist gerade die Frage, ob jemand ein Fischrestaurant empfehlen kann. Ja, kann ich. So Also. einige hier. Ich finde ja das Fischereihafenrestaurant schön. Und guter Tipp, Mittagstisch. Gibt es eigentlich, glaube ich, sogar auch am Wochenende. Müsst ihr mal googeln. Also das ist das Fischereihafenrestaurant hier mit diesen aparten Lämpchen. Kannst du auch wirklich- gleich noch mal den Eingang zeigen? Ist auch wirklich sehr bekannt. Es riecht hier auch schon wieder so lecker. Ich kriege schon wieder Hunger. Es ist doch echt verrückt. Da stehen da gerade Leute, aber so ein bisschen Ja, wir der können es ja mal Eingang. von der anderen Seite Ja. zeigen, dann sieht man es eh etwas besser. Also, da haben wir das Fischereihafenrestaurant. Ist schon ein sehr traditionelles Lokal, Ja. oder? Also ist wirklich ein alter, traditioneller Schuppen. Essen ist auch wirklich richtig, richtig gut. Ich bin nicht so der große Fan von dem Ambiente da drin. Aber das Und ich Essen finde das im ist- Ambiente gerade großartig. Also das Essen natürlich auch, aber gerade das. Da kannst du auch hochgehen und wenn du keinen Parkplatz findest, dann parken die dir auch dein Auto. Das ist ganz lieb. Wollen wir in der Mitte gehen? Ja, Und das hier ist quasi der Fischereihafen. Ups, so. müssen mal gucken, wo ist denn diese Fischbude, wo es immer die leckeren Brötchen gibt. Also hier gibt es auf der rechten Seite so einige. Also hier gibt es einmal einen Hensler, Sushi. Und dann aber hier, Das ist Atlantic Ocean oder so heißt das, ne? ja, ich glaube, das ist hier. Atlantic, genau, Fisch.de. Bistrotion. Genau. Bistro Ocean. Bistrotion. Guck mal, das war auch der Laden, auf den Robert damals immer so abgefahren ist. Das ist auch wirklich lecker. Ist wirklich lecker. Ist ganz klein da drin. Fischbrötchen sind richtig gut. Kannst du auch halt so
ganz normal essen. Ne? Also Und da ist so Seetang drauf. So, Ja. Also sind sehr schön und, dekoriert. ich hatte letztes Jahr mal mit einem gesprochen und der hatte erzählt, dass die auch ganz viele große Restaurants in Hamburg beliefern. Also muss die Qualität natürlich super sein, weil ansonsten würden das die Restaurants Die nicht. sehen teilweise jetzt im Dunkeln hier von außen, sehen die so ein bisschen uddelig aus. Die sehen tagsüber auch nicht besser aus. Also das kannst Ja, du jetzt aber nicht wenn du beschönigen. reinkommst in die Läden, hast du wirklich das Gefühl, du stehst mitten in so einer Frischfleischtheke. Ja, Oder also es ist Frischfischtheke. toll. Also es ist eben halt so richtig Fischmarktatmosphäre. Ne? Also das kannst du nicht anders sagen. Also das können wir hier echt empfehlen. Das ist lecker. Und die Verlängerung von dieser Halle, da kommen wir gleich auch noch hin, da ist ja quasi der Mal heutige Fischmarkt. Atlantikfisch.de. Also ich mag das hier sehr gerne, weil ich finde, das ist hier alles so ein bisschen ruhiger, nicht so wie an den Landungsbrücken. Ja, es ist natürlich was anderes, kannst du natürlich nicht vergleichen. Aber wer nach Hamburg kommt, sollte auf jeden Fall, unser Tipp, auch hierher kommen. Also das ist hier so wirklich unsere Das Lieblingsecke. ist unser Hut. Es ist nicht wirklich weit weg von den Landungsbrücken, Nee, aber es verläuft sich nach hier alles so ein bisschen. ist natürlich jetzt abends ist natürlich hier nicht mehr so viel los. Das spielt sich hier alles tagsüber ab. Hier ist halt auch so ein kleiner Supermarkt hier. Hier kriegst du auch ganz leckere Sachen. Hier rechts auf der Seite kommt gleich Lust auf Italien. Ist auch noch so ein asiatisches Restaurant. Da war ich jetzt noch nicht. Das kenne ich nicht. Also da kann ich leider nichts zu sagen. Das war immer nicht so. Yin Seafood. Habe da auch noch nie auf die Karte geguckt. Wollen wir hier noch mal in die Halle gehen? Da kommst du nämlich hinten durch. Genau, also hier kann man durchgehen. Das ist auch mal ein ganz guter Tipp. Quasi eine Abkürzung. Ja. Hier haben wir auf der linken Seite Lust auf Italien. Das ist ein Italiener, der ist eigentlich ganz gut. Guck mal, die haben bei Lust auf Italien, die haben die Bänke weggemacht. sehe ich Stimmt. gerade. Für Sie, ich mache alle Bänke wieder rein. Ehrlich? Jetzt machen Sie die Bänke wieder rein. Sie können doch die Bänke nicht wegnehmen, das Sie geht doch müssen nicht. reinkommen, weil ich habe genau für Sie einen Platz auf der Bank. Ja, ganz hinten haben wir Bänke. Ein andermal, wir machen gerade einen Livestream. Deshalb Alle willkommen. alle, Alle herzlich willkommen. sollen wir die alle mitbringen? Ja, Alle ne? mitbringen hier. Visitenkarten gibt es da vorne. Alle da. Alle da. Darf ich einmal filmen? Ja, natürlich Ja. können Sie. Das ist Hallo. Francesco, das ist Giovanni. Ja, super. Alle da. Ja, wir waren Francesco schon ist oft der bei euch. Pizzabäcker, Francesco ist der Koch, der Koch, Küchenchef. der Genau. Küchenchef. Jawohl. Ja. Ja, vielleicht kommen Ja, wir wir haben nachher gerade noch vorbei. gesagt, Wir haben schon Hunger. Lust auf Italien immer sehr lecker. Und Ja. früher hattet ihr immer die Bänke, ne? Genau, jetzt haben wir auch noch die Bänke, aber halt nicht überall. Ne? Jetzt Ja. sind die halt am Fenster. Also jetzt habt ihr auch so richtige, genau, Feier, alles da. ja. Ne? Schön Also. berühmt machen das schöne Lokal hier. Seit 33 Jahren existiert das. Da war ich noch nicht mal geboren. Also wir waren hier früher schon immer. Also ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal hier war. Es ist, Nee, also Lust auf Italien ist auf jeden Fall eine Institution, wenn ihr mal in Hamburg seid. steht ja auch ein bisschen Amore am Hafen. Amore. Ja, oder am Hafen. Siehst du? Viel Amore. Ja. Also wir schicken alle Zuschauer hierher. Super, wir würden uns freuen. Alle So. herzlich willkommen. Und mit dem Code Hamburg Hafen Live gibt es dann 10% auf die nächste Pizza. Super, perfekt, freut uns. Schönen Abend euch. Schönen Abend. Danke. Tschüss. Tschüss. Also hier kommt man dann gegenüber wieder raus. Ja, es ist halt, ich finde, das ist so ganz bezeichnend. Ne? Ja. Guck mal, hier sind noch Läden, die sind alle leer. Ja, Lust auf Italien, Italien ist ist immer voll. voll. Ja. Also da waren jetzt auch noch Tische frei, aber war gut gefüllt, Lust auf Italien. Und jetzt sind wir hier auf der Rückseite. Aber wir gehen wieder andere Wir Seite wollten raus. eigentlich wieder zurück, Genau. ne? Aber Guck da mal kommt. hier. Toilettengebühr, 3 €. Ja, ist so günstig. Soll ich dich einladen? Das ist ja ein Schnapper. Ja. Und was kostet Wildpinkeln? Ja, 500 würde ich sagen, oder?
3 Euro. Bei Lust auf Italien darfst du bestimmt auch umsonst, wenn du Auch die ein Geschäftsmodell. Ja. Schönen Abend euch. Bitte? Prosecco? Ein Prosecco für euch aufs Haus. Kommt. Ja, ach los, na gut. Absolut, absolut. Da sagen wir doch auf gar keinen Fall nein. Bänke für euch extra. Ja, die Bänke. Muss noch mal. Hallo, moin, hallo. Hi. Hi, grüß euch. Also, ja, so schnell landest So du im schnell, Restaurant, ja. ne? Guck mal, hier gibt es noch extra die Bänke. Ich sage, mit uns erlebt ihr was hier. Also gut, einen kleinen Prosecco. Genau, einen kleinen Prosecco nehmen wir mal, ne? Ja. Ich muss jetzt nur mal die Kamera auf ein Stativ stellen. Guck mal, hier schreibt jemand. Oh, das Ja. ist so lieb. Dankeschön. Moment. Moment. So. Dankeschön. Sehr gerne, bitteschön. Vielen, vielen Dank. Salute. Prösterchen. Wenn das Schwester Hansen jetzt sieht, dann ist er wieder beleidigt, dass Schwester sie nicht Hansen, mitgekommen ein ist. Stößchen. Ne? Mensch, das ist doch Gastfreundschaft, oder? Ja, ich finde das total nett. Also wir müssen jetzt nur aufpassen, also rechts ist alles voll mit Menschen. Ja, genau. Können wir natürlich jetzt nicht zeigen. Nicht so gerne draufhalten. Nein. Ja. Aber wir können gleich mal einen Blick in die Küche werfen. Also deshalb werden wir jetzt auch nicht hier essen noch. Also wir werden uns jetzt hier nicht niederlassen, aber ich meine, so eine nette Einladung, die kann man ja nicht. Ja, wir haben ja auch immer Fotoworkshops gemacht, ein ganzes Wochenende. Da waren wir eigentlich immer bei Lust auf Italien. Ne? Da haben wir eigentlich immer einen Tisch gehabt. Lecker, ne? So. Perfekt, ne? Ja, guck's Ja, wir mal sind an. gerade live 1672 Zuschauer. Ja, nur auf YouTube. auf YouTube. Auf Twitch läuft es auch noch. Ja, super. Dann können Sie mal hierher kommen. Herzlich Ja, Alle auf einmal? Alle auf einmal. Prosecco geht auf uns. Okay. ich meine, wenn das nicht eine Einladung ist, oder? Er hat's gesagt. Ja. Alle herkommen. Haben wir eigentlich irgendwas mit? Karten oder irgendwie sowas? Ist da irgendwas dabei? Ich habe heute gar nichts dabei. Ich glaube, ich habe noch eine Postkarte, die ist aber in meiner Jackentasche und die ist so abgeranzt, Nee, das geht nicht. dass man die gar keinem geben kann. Aber ich habe einen. Guck mal, ich habe noch Ja, Schlüsselanhänger. ja ist das super. Also ist natürlich, hat natürlich so ein bisschen Markthallenatmosphäre. Ja, aber das ist es ja, weißt Also, du? aber muss man dazu sagen, also es ist wirklich sehr laut. Ne? Guck mal hier, wir haben auch was für euch. Von unserem Kanal. Hamburg Hafen Live nennen sich das. Ja, super. Herzlichen Ich Dank. bringe euch sonst noch mal was vorbei. Ja, gerne. Mach das mal. Ich komme noch mal vorbei. Ja, wir müssen aber weiter. Wir haben noch ein bisschen was. Aber Ja. vielen, vielen Dank für Sehr gerne. die nette Einladung. Sehr gerne. Kommt gerne alle vorbei. Wir kommen noch mal wieder. Wie heißt du? Ich heiße André. André. Ich bin Patrick und Tanja. Ja, Freut mich. klasse. Super. Vielen Dank. Herzlich willkommen. So, und nach so einem Stößchen geht das mit dem Stream ja auch Viel besser. deutlich entspannter. Viel besser. Wir kommen wieder rein. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao, So, grazie. ciao, ciao, grazie, ciao ragazzi. Guck mal, das Telefon, das ist super noch. Oh, hier, Das Telefon ist der Hammer. das Telefon. Oh, ich will auch wieder so ein Telefon haben. Ja, guck mal, und einige Promis waren auch schon hier. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Hier, Helene Fischer. Caroline Beil ist das, so. glaube ich. So ähnlich. Ja, hättest du das gedacht? Das ist doch ein Ding, oder? Oh, aber mal schnell so ein kleines Stößchen. Ist doch auch nicht schlecht, ne? Ich finde das total Gut, dass nett. Schwester Hansen das nicht sieht. Ja. Ja,
Ja, ich mag ja sowieso so diese südländische, italienische Art. Genau, lieben wir. Guck mal, zeig das nochmal von vorne. Hier so, so mit der Schrift hier so. Im Sommer kann man hier auch draußen sitzen. Ja. Ist auch gar nicht so teuer. Und ist halt auch, also du musst nicht so wahnsinnig viel Zeit mitbringen. Wenn du jetzt wirklich mal sagst, du bist hier ein bisschen unterwegs, du willst mal schnell was essen, es dauert nicht so ewig lange, gerade so mittags. Ja, genau. Hier schreibt es gerade jemand, die Telefone sind mega robust. Das waren noch echte Waffen. Die kriegst du nicht kaputt. Sag mal, hier sind unheimlich viele Jogger, ne? Also Läufer. Also das ist mir noch nie aufgefallen. Bei den Telefonen hat man sich früher auch beschwert, wenn sie nach 25 Jahren kaputt gegangen sind. Da hat man die noch reklamiert. Hier ist übrigens linke Hand, Café Schmidt. Noch so eine Institution. Ganz genau. So, ich muss mal kurz schauen. Yvonne ist seit 3 Monaten dabei. Danke dir, Yvonne. Dann der DJ verschenkt eine Mitgliedschaft. Also hier kann ich wirklich nur empfehlen, die machen auch ihre ganzen Sachen alle selber. Die haben dahinter eine Backstube. Frag Kreativ Andi und Mike und Hansi, die waren auch schon alle hier. Also Kaffee Schmidt, wenn ihr dann... Also am Hafen geht nicht ohne Kaffee Schmidt eigentlich. Ja. Die haben auch, glaube ich, Elbgold-Kaffee, liebe ich auch sehr. Rechts sind wie auch so kleine, ich nenne sie mal Fischbuden. Kann man auch Fischbrötchen, so Backfisch und alles essen. Und die sind alle gut, das ist alles super frisch hier. Ja, könnt ihr alles nehmen. Da ist Fischspeisel, ist glaube ich auch so eine, schon ganz lange hier. Und diese ganzen kleinen Lädchen, die ihr hier seht, das sind halt alles, ist alles Fischhandel hier, ne? Ja. Also nachts geht das hier richtig los. Wir waren irgendwie noch ein bisschen länger hier. Da ist die Markthalle, da ist schon mal ein Eingang. Genau, da ist ja die eigentliche Fischmarkthalle. Das heißt, hier in der Mitte ist dann so ein langer Gang. Und da wird dann halt wirklich der Fisch gehandelt. Also hier ist nachts, also es geht hier wahrscheinlich morgens um 2, 3 Uhr. Weißt du noch, wir waren doch letztens einmal länger hier, da haben die das schon aufgebaut, da war doch alles schon beleuchtet. Ja. Ich glaube, es gab doch so eine Reportage, haben wir doch mal gesehen. Mit Sicherheit. Ich muss mal gucken, ich suche da noch mal was für euch raus, wenn euch das interessiert. Das war, glaube ich, auch über dieses Heidi Fisch oder so, oder wie die heißt. Die hat doch hier auch ihren Laden. Also ich war eben dabei, dem DJ Danke zu sagen für seine verschenkte Mitgliedschaft. Dankeschön. Und Coco Toto. 2 Euro Superchat. Dankeschön. Feuerteufel seit 15 Monaten schon dabei. Danke. Links ist, guck mal, Heidi Fisk. Also auf jeden Fall gab es da eine Reportage über sie. Heidi Fisk ist aber rechts. Ja, rechts meine ich auch rechts. Und also das links links, was rechts ist, das meinte ich denn. Also das andere links. Genau. Und bei dem anderen rechts ist das Frische Paradies. Das ist auch ein Supermarkt, sehr schön, muss man einfach mal reingehen. Ich mag das ja immer, wenn ich in anderen Städten oder anderen Ländern gehe ich immer gerne in Supermärkte. Ich glaube, so Frauen Frische verstehen Paradies mich. ist aber schon ein spezieller Supermarkt. Ja. Also das ist wirklich halt so Feinkost. Genau, Feinkost, da kannst du auch so, die haben immer so Fischspezialitäten, kannst du auch was essen. Ist, glaube ich, nicht ganz so günstig. Gegessen habe ich da noch nie was, aber es sieht immer sehr gut aus. Guck mal, der Mike haut nochmal 2,49 raus. Dankeschön. Und Fecker verschenkt 5 Mitgliedschaften. Fecker, ganz lieben Dank. Danke. Ach, guck mal, und Thomas ist fertig mit seinem Stream. Er raidet rüber mit 28 Fluggesellschaftern. Ja, dann schwebt mal alle rüber, würde ich sagen. Ja, und wer auf Kaviar steht... Und das war so lustig. Als Sandra und Peter vor 2 Wochen in Hamburg waren, wollte Peter für seinen Vater ein bisschen Kaviar mitnehmen, weil der den so gerne isst. So. Und wenn man hier vorbeigeht, denkt man auch gar nicht, dass man als Privatperson hier reinkommt. So, und dann sind wir hier irgendwie rumgeschlichen. Und ich habe immer gesagt, ach komm hier, lass mal gucken. Das sieht halt aus, als wenn das so ein Großhandel ist. Ja, wirklich hier so eine Rampe, ist auch nicht offen. Aber guck mal, die haben normale Öffnungszeiten hier.
Naja, aber das heißt ja nichts. Ich Also kann jetzt leider gar nichts sehen. wenn du hier vorstehst, das ist halt hier so eine Rampe. Guck mal, das ist ja auch kein richtiger Eingang oder irgendwas. Da musst du erstmal hier raufklettern. Und dann war da einer, der da so richtig so in Montur, ne? So wie man das so kennt, so mit Gummistiefeln und Kittel und so. Und wir haben uns so gar nicht getraut. Und der guckte dann immer, ne? Und dann kam er irgendwann und hat aufgemacht. Ja, und da kann man tatsächlich hier als Privatperson was kaufen. Und der hat Peter, glaube ich, auch echt ganz gut beraten. Also er war auf jeden Fall lange da drin. Wir Peter war standen lange hier, weg. ja, im Kam Kalten. dann auch mit einer Kaviar-Fibel wieder raus, Genau. ein Heft, wo alles drin erklärt wurde Ja. und so. Ich weiß- Ja, mein Ding ist Kaviar irgendwie nicht so. Ich glaube vom Geschmack her schon, das muss ja eher so salzig sein, aber ich bin ja so jemand, ich bin ja so ein Konsistenzmensch. Und es gibt so gewisse Dinge, wenn die so eine bestimmte Konsistenz haben, dann muss ich das nur angucken und weiß, das Also bei kommt nicht in Kaviar, meinen Mund. bei Kaviar und Austern bin ich raus. Und bei Aal. Ist gar nicht meins. Ja, auch Austern. Ich glaube Austern Nee, vom Austern mache ich Geschmack. auch nicht. Das Oh. ist halt, dieses Salzige mag ich ja grundsätzlich schon, aber die Konsistenz, boah, nee. So, also wenn jemand das mag und hier mal in Hamburg ist. Also es sieht ganz unscheinbar aus, ne? Ist halt hier so ein ganz kleiner Laden. Aber die haben hier ein großes Schild. Ne? Also hier ist so Kaviar, ne? Kannst du. So sieht's aus hier. Guck mal, das heißt hier halt nur so eine schmale Rampe. Ja. Aber man kann tatsächlich was kaufen. Und wollen wir den Tipp hier auch noch Ja. loswerden für ein Ja. Fischrestaurant? Ich finde das gut da. Da waren wir ja letztens, da waren wir auch mit Peter und Sandra, oder? Ja. Also einmal gibt es ja geradeaus das Reef. Das ist natürlich so ein bisschen gehobene genau. Fischgastronomie. Aber es ist auch ganz nett. Also wer das mag, einfach mal, ich meine, du kannst ja auch immer auf die Karte gucken, wie die Preise sind. Willst du das ausgeben oder magst du das? Hier ist übrigens die Markthalle von der Seite. Also du kannst hier, Gucken wir können mal wir ja mal reinfilmen kann. reinfilmen. So ein bisschen vielleicht. wenn Ist da noch keiner nichts ist. los. Nee. Das passiert nachher alles. Und hier geht's dann los. Was ist letzter Preis? Riecht hier aus. ein bisschen, ne? Alter Scholle! Krabben. Was wollt ihr haben? Na, nimm mal noch 1 Kilo mehr. Das lohnt sich ja sonst gar nicht. Guck mal, Peter ist da. Er schreibt, die große Dose 500 Gramm kostet 3.300 € vom Kaviar. Ja, gut, okay. Da! Aber er hat die genommen, die man mit der Lupe suchen musste, sagen wir es mal so, ne? Ja, Peter, der hatte so einen Fingerhut. Fingerhut. Also hier, dieser Laden, der ist auch ganz, ganz toll. Die haben auch ganz gute Öffnungszeiten. auch Die sehr sind, unscheinbar. Genau, die sind, glaube ich, immer bis 18 Uhr da. Ach nee, tagsüber, wochentags. Ach, guck mal, montags sind die gar nicht da. Wusste ich gar nicht. Naja, gut, dass wir es mal gesagt haben. Vieles ist hier übrigens nur so bis 17, 18 Uhr. Also abends, also bis auf Lust auf Italien und noch so ein... Naja, es geht da hinten noch weiter. Also Aber hier die ganzen Läden, alles was hier mit Fisch genau, und so. alles, was in dieser Markthallenumgebung ist, das ist eigentlich relativ Ja. zeitig zu. Aber es ist ein Ausflug wert. Ja, da vorne, da Tanja gucken wir und dann schon Pattis- so ein bisschen zum Tollerort rüber. Tanja und Pattis Gastro-Guide. Können ja da weiter noch lang gehen. Sind wir schon fast eine Stunde unterwegs? Annette, ich habe das gelesen. Danke dir. Vielen Dank für 5 € per PayPal. Dankeschön. Und Carsten, auf der Speicherstadt jetzt Mitglied. Genauso wie der Bunny. Ganz lieben Dank an Wollen euch wir hier noch beiden. mal lang gehen? Da möchtest du lang? Naja, wir können das Marseille hier auch noch mal zeigen. Da waren wir ja noch nie drin in dem Restaurant. Doch, ich war da schon mal. Ich war da schon mehrmals, aber das war so vor unserer Zeit, glaube ich. Nee, da waren wir doch schon zusammen. Aber ich Wir da glaube, schon zusammen ich drin? glaube da, nee, wir waren da noch nicht zusammen. Ich glaube aber, das war noch zu Zeiten, als du noch nicht in Hamburg gewohnt hast. Also Marseille ist so ein kleines französisches Restaurant und die haben halt keine feste Karte. Steht immer draußen dran, was es gibt.
Was haben die denn so? Guck mal, ganz oben gleich Austern. Ziegenkäse, Tagliatelle, Miesmuscheln. Das ist halt so typisch, French Fish. genau. Okay. Sven Aber ist schreibt, wir ganz können süß. noch in Stack 7 gehen. Und weißt du was, ich habe noch gesagt, nimm noch unsere Karte mit, habe ich noch gedacht vorhin. Ach scheiße, Wir ja, die kommen liegt gar im nicht Auto. rein, Ja, wir ne? kommen gar nicht rein. Aber wir können es von außen zeigen. Hier ist Hensler. Stimmt, wir haben nämlich so eine Zugangskarte für Deck 7. Und aktuell haben wir immer noch nur eine. Wir haben noch eine weitere bestellt. Und Hier deshalb waren liegt wir die selber eigentlich jetzt immer so im auch noch Auto. nicht. Also ich habe schon öfter mal beim Hensler gegessen. Der hat ja auch noch ein anderes Restaurant in Hamburg. Aber hier war ich jetzt selber noch nicht. Aber ich habe eigentlich immer nur Gutes gehört. Aber Hensler hat hier auch echt den ganzen Hafen unter Kontrolle, Ja. oder? Vielleicht solltest du dich mal anfreunden mit dem. Wir haben ihn ja einmal mit Melzer getroffen, Ja. als wir auf der Barkasse waren. Da haben die auch gerade was gedreht. Hier gibt es auch so kleine Möbelläden, also sehr viel Interieur ist hier auch am Fischmarkt, was sehr schön ist, finde ich. Kann man auch mal so einen kleinen Gang machen. Was ist denn hier unter dieser Plane? Ne, Sind das Pflanzen? Pflanzen. Ach, ist das ja, so ein Winter, Genau. Winterschutz? Ja. Hier übrigens auch noch ein Parkhaus. Ja, das Wer ist so ein mit bisschen dem das Auto ist? Notparkhaus hier. Wenn wir gar nichts kriegen, dann fahren wir da rein. Das ist relativ teuer, das Parkhaus. Da parken wir wirklich nur im allerschlimmsten Notfall. Hier Und ist hier Hummer Pedersen. Hummer Pedersen. Denkt auch man eine ja, Institution. denkt man ja immer, da gibt es eine Hummer. Nein, da gibt es, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Hummer haben. Also eigentlich haben die auch immer so eine wechselnde Karte. Die haben, glaube ich, auch immer Mittagstisch, aber die haben halt auch so typisches. Hauptspeisen, gemischter Fischteller, Kabeljau, Pedersens Garnelen, krosser Oktopus. Aber auch preislich schon Ja, kein kleiner Snack. aber es ist auch sehr nett. Ja. Hier in dem Steakhouse waren wir auch noch nie drin. Nee, wir machen ja unser Das Steakhouse Mash. immer lieber zu Hause selber. Also es ist sehr hochpreisig, ne? Also soll auch sehr gut sein, Ja. aber auch sehr, sehr hochpreisig. Dann gehe ich doch da lieber in die Fischbude. Wollen wir einmal hier rechts rüber, weil da haben wir noch mal einen schönen Blick auf den Hafen. Ja. Aber warte mal, ich will noch einmal das Weinland zeigen. Ach ja, ist das nicht das älteste Gebäude hier? Genau, es ist das älteste Gebäude in Altona. Leider sieht man das jetzt nicht so. Ich kann nicht nur empfehlen, das ist so süß da drin. Das glaubt ihr gar nicht. Das kann man auch so für Events mieten. Oh, guck mal, ist sogar Licht an. Sehr cool. Ich weiß nicht, ob ihr da was seht. Also ich liebe das da drin. Ist auch der Geheimtipp von Schwester Hansen und mir. Ja. Richtig schön urig. Also es geht da auch noch hoch, da ist so eine Treppe und da oben haben die auch noch so eine kleine Event-Location. Das ist so toll da drin. Also kriegst du auch so kleine Snacks, haben die. Es ist mega. Und ganz oft machen die auch so mal so Party, ne? So mit DJ abends. Also das haben die sonst immer, ich glaube, jeden ersten Donnerstag gemacht. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder ob sie das auch nur im Sommer machen. Das war immer super. War hier draußen auch immer richtig Remi-Demi. Also im Sommer ist hier teilweise auf der Straße Also schön was los. genau nach unserem Geschmack war das. Und hier haben wir das Kristall oder den Kristall-Tower. Da sind wir auch schon wieder bei einer ganz exklusiven Nummer. Auf jeder Etage nur 2 Wohnungen. Ich glaube, in ein paar Streams vorher hat doch irgendjemand mal geschrieben, da war gerade eine Wohnung zu verkaufen. Ich weiß aber nicht mehr den Preis. Waren aber ein paar Millionchen. Sagen wir es mal so. Mit Robert hatte ich mal das Glück, dass wir mal auf einen Balkon durften bei dem ersten Hafengeburtstag, den wir mit Hamburg Hafen Live gezeigt haben. Da waren wir hier im Kristall Tower. Ich sag mal, das ist sowas von Premium.
Also ich glaube, wenn du da wohnst, du kannst auch gar nicht arbeiten, weil du einfach den Hafenblick hast. Du kannst ja morgens nicht aus dem Haus gehen. Wie soll das funktionieren? Du kannst doch den Blick nicht alleine lassen, oder? Ja. Das geht halt nicht. Ja, und die Ecke, die kennt ihr hier natürlich ganz gut. Hier sind wir jetzt auch gegenüber vom Tollerort. Da unten, da wo jetzt auch die 2 Menschen stehen, da stehen wir ja auch oft. Das ist unser Standort Seemannsmission. Und da der Blick zum Fährterminal. Da vorne ist der Pegelturm, aber ich glaube, den sieht man jetzt nicht, ne? So weit weg. Also ich kann mal reinzoomen, aber ich fürchte, das wird qualitativ eine Katastrophe. Ja, ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt lesen kann. Ja, das lassen wir mal. Und jetzt kommen wir dann auch so langsam in das Fischmarktgebiet und dann auch zu Deck 7. Aber erstmal kommen wir ja noch bei der Seemannsmission vorbei, ne? Stimmt. Wie kanntest du das vergessen? Wir sind hier bei dem sogenannten Holzhafen. Weil hier schreibt gerade jemand, wie das wohl früher ausgesehen hat. Googelt doch mal Holzhafen Hamburg. Da findet ihr bestimmt alte Bilder. Hier kommen wieder Treppen. Achtung. Aber die sind besser beleuchtet als die anderen. Schau mal kurz. Hier stehen noch diese beiden alten Krane. Dein Technik-Support hat hier noch mal was geschrieben. Ja. Willst du das lesen kurz mal? Ja, nee, ist okay. Okay. Ist okay. Das ist okay. Können wir ignorieren. Also hier auf der linken Seite haben wir die Seemannsmission. Da sieht man auch schön die Fenster von den Zimmern, wenn man dann natürlich so einen schönen Elbblick hat. Das ist natürlich wirklich Premium, ne? Also Haben wir da, zigfach schon empfohlen. wir können ja auch noch mal die Bar von außen zeigen. Den Seemannsclub. Genau. Und im Sommer ist hier draußen auch richtig was los, ne? Ist alles sind Tische aufgebaut hier. Und man kann dann direkt hier vom Fenster unten, da holen wir dann immer unsere Getränke für den Stream. Genau, hier gibt es ja quasi so einen Lukenverkauf. Und hier Das oben heißt- liegen dann so Polster drauf, hier auf diesem Holz. Ja, ganz und dann kann genau. man da sitzen. Und dann könnt ihr hier durch die Luke euch einfach ein Bierchen holen. Ist doch mega, oder? Ja. Und da sind wir auch schon bei der Haifischbar. In der Haifischbar in der Haifischbar Handyverbot. Nee, ich glaube nicht. Doch, die haben da auf jeden Fall Schilder. Echt? War das Ja, nicht ja. beim Schellfischposten? Nee, Schellfischposten ist kein Handyverbot. Okay. Ach ja, stimmt. Genau, dann ist hier die Frage, ob das Areal ist, was bei Sturmflut immer überflutet ist. Das ist das, was als erstes überflutet ist. Also der ganze Fischmarktbereich. Aber Das weit, hier- wo wir jetzt herkommen, ja eigentlich eher nicht Hier, so schnell. Ne? also Ja, hier es- muss schon ein bisschen mehr Sturmflut sein. Hier haben wir den Schellfischposten. Da wird Inas Nacht immer gedreht. Hier vorne, kannst du ja vielleicht mal raufhalten. Hier ist sozusagen so ein Boardinghaus. Falls jemand, der mal nach Hamburg kommen will, mehr so ein Apartment-Style mag als Übernachtung. Das ist ganz klasse. Das heißt Clipper Boarding House.
Könnt ihr sonst mal gucken. Mögen ja auch viele Leute, dass du einfach eher so ein Apartment hast, anstatt ein normales Hotelzimmer. Hatten wir auch von unseren Workshops auch schon Leute, die da gewohnt haben und die fanden das relativ gut. Hier ist die Frage, warum ist da Handyverbot? Ja, das ist einfach so. Die sagen halt ganz einfach im Schellfischposten, wollen wir nicht, dass alle aufs Handy glotzen. Die soll mal ein ordentliches Die Bierchen soll nehmen, ne? soll mal ein schönes Gedeck sich bestellen. Und sich ganz oldschool unterhalten. Rechts ist die Losteria, auch immer eine gute Geschichte. Riesenpizzen. Lecker Italiener. Die haben sozusagen eine direkte Verbindung zur Tiefgarage von Deck 7. Und die stehen da immer unten alle und rauchen. Und wir haben schon überlegt, wir bräuchten mal jemanden, den wir kennen, der uns dann immer mal schnell eine Pizza mit nach unten bringt, oder? Also hier sind wir quasi auf der Eingangsseite von Deck 7. Hier geht es in die Tiefgarage und dann der Eingangsbereich. Links ist noch so ein kleiner Thai. Waren wir aber auch noch nicht, also kann ich nicht empfehlen. Früher war da ein Italiener drin, da waren wir oft, aber da war ich selber jetzt noch nicht. Aber sieht immer ganz Sieht auf jeden Fall sehr einladend lecker aus. Ne? Ja. Also, und ich finde, so Thai geht ja auch eigentlich immer. Ja, Wollen wir, also ich glaube, auf ist nicht mehr, ne? doch. Wollen wir noch mal reingehen? Ich glaube, hier kommen wir noch ohne Karte rein. Ist ja noch auf, die Tür ist ja noch auf hier. Also ist auch immer wirklich ein ganz begehrter Hotspot für Fotos. Das ist der Mega-Fotospot hier. Guckt euch das mal an, wie schön das ist. Also, wenn man jetzt sagt, Guck mal, da fährt gerade was. wenn man jetzt sagt, das ist der Eingangsbereich unseres Büros, Ja, das darfst du ja nicht sagen. darf man Sieht gar das nicht denn aus? sagen, oder? Guck mal, da fährt gerade was Großes. Kommt noch was. Mit Schlebbis hinterher. Ja, Holger fragt gerade Tiefgarage bei Sturmflut. Das wird alles dicht gemacht, wenn Sturmflut ist. So, jetzt komme ich hier natürlich gerade nicht. Oder jetzt haben wir ein Problem mit der Spiegelung. Also am Wochenende kommt man hier leider nicht rein. Also ist alles zu, nur in der Woche. Also hier stehen auch ganz oft Leute mit Langzeitbelichtung und sowas. Ne? Also wenn wir hier mal kommen. Ganz beliebtes Fotomotiv. Nach oben kannst du da auch noch mal zeigen. Nach oben. Also ganz da oben. Irgendwo da oben ist Deck 7. Also die letzten Fenster. Das Quasi ja, aber nur die Rückseite, Genau. der Zugang. Genau. Das Ja. gehört auch noch dazu. Anja fragt, wie die Straße zu Deck 7 heißt. Ich glaube, das ist alles Große Elbstraße Große hier. Elbstraße 45. Und da findest du auch die ganzen Restaurants und kleinen Läden. Das ist alles Große Elbstraße. Claudia S. ist seit 20 Monaten auf der Oh, Reeperbahn. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Unsere Apfeltelefonwinkerin. Oh. Ja, und Und hier sind ja, man denkt ja auch immer, dass hier gar keine Wohnungen sind. Ne? Aber ich finde ja auch die ganzen Häuschen hier gegenüber, ist doch richtig süß. Also hier sieht man ja auch Thema Flut, Sturmflut. Ihr seht, hier sind überall dicke Schotten. Und ja, was macht man, wenn Sturmflut ist und man hier zur Arbeit möchte auf Deck 7? Dafür sind diese Brücken da. Oder diese eine Brücke. Das heißt, wenn hier alles überflutet ist und wir aus dem Gebäude nicht rauskommen oder nicht reinkommen, dann ist auf der anderen Seite da hinten ein Zugang und dann können wir quasi über die Brücke in das Gebäude rein und kommen darüber dann zu Deck 7. Geradeaus ist das Gin Hotel mit der tollen Terrasse oben.
Gin Hotel hat eine tolle Dachterrasse mit einer öffentlichen Bar. Also die Bar ist wirklich toll und das ist auch, finde ich, schon fast so ein bisschen Geheimtipp, ne? Also ich finde, Also es ist nie überfüllt. ich weiß nicht, ob du das da oben jetzt, ob man das so sieht, da oben, wo das so ein bisschen bläulich blau ist, da ist die Terrasse. Die geht doch einmal ganz rum. Ja. Und es ist echt nicht überfüllt, ne? Das kann man wirklich nicht sagen. Also ach, guck mal, da geht doch gerade noch was Da raus. geht gerade ein Fieder raus. Tatsächlich noch Schiffe heute. Auch ein sehr beliebtes Fotomotiv, gerade hier mit diesem Geländer und der Kette im Vordergrund. Wollen wir hier außen lang gehen? Also ich hatte gedacht, vielleicht können wir noch Da mal. durchs Dunkle? Weißt du, was ich dachte? Wollen wir mal gucken, ob das Stilwerk noch auf hat, dass wir da einmal reingehen? Also gar nicht weit, sondern das einfach nur einmal zeigen. Wir können ja danach trotzdem hier lang gehen. Okay. Also ich weiß nicht, ob es noch auf hat. Die sind da ja auch mal ein bisschen zickig, auch mit Fotos und Filmen und so, glaube ich. Ne? Kann das sein? Ja, Haben sie dich dann nicht mit Luca mal rausgeschmissen? Aber was hat denn Luca mit denen gemacht? Luca hat das geklärt. Ja, er hat das geklärt, das war mir schon klar. Ja, Guck mal, hier ist auch überall Rotlicht oben. Also wir haben das nicht nur ja auf Deck hier 7. ist ja Hafenklang. Ja, Hafenklang, ein Club. kann das auch sein, dass die immer aufhaben? Ich habe immer das Gefühl, wenn wir hier sind, haben die auf. Müssen wir auch mal rein, ne? Ich war da irgendwann mal, ich weiß nicht, das muss schon ewig her sein. Aber ich schätze, dass Stilwerk auch schon zu hat. Also das hier ist jetzt das Gebiet, was wirklich als erstes überflutet ist. Und ja, ich sag mal, die Tiefgarage da unten, die sollte man dann auch wirklich möglichst schnell räumen, wenn man sein Auto da stehen hat. Dann ist schnurstracks schon auf der anderen Seite. Aber es ist noch auf. Ist noch auf? Ja, ich glaube ja. Oder? Wir gucken mal. Nicht, dass wir hier gleich feststecken. Können wir einmal reingucken, Genau. Ups. schauen, wie das mit dem Empfang Oh. ist. Ja, das einfach nur mal zeigen, ne? Also es ist echt toll hier. Also hier im Stilwerk habt ihr ganz, ganz viele unterschiedliche Läden. Auf mehreren Etagen. Genau, also sehr viel so Interieur, Einrichtung und so. Ist ganz Ja. toll. Hallo! Wie können wir euch was Gutes tun? Ach, wir sind nur gerade vorbeigekommen, wir machen gerade einen Livestream und wollten den Zuschauern einmal kurz Einfach nur hier zeigen, wie es hier einmal nur aussieht. den Also, Eingangsbereich was macht ihr zeigen. Also welchen Livestream? Ups, oh. Oh, ich habe nicht an meinen Rucksack gedacht. Hamburg Hafen Live nennt sich das, ist auf YouTube. Hamburg Hafen Live. Genau. Da muss ich ganz kurz den Chef fragen, weil der hier Wir wollten ehrlich gesagt gar nicht. nein, wir wollten wollen es gleich einfach wieder nur mal Wollt ihr hier. Drink? Ja, ihr wollt Sie wollen Drink kommen? Ja! Du nimmst meine Hand, du musst das ausmachen, weil ich will nicht auf der Kamera sein. Hamburg Hafen Live. Ja, das kostet aber hier pro Quadratmeter zu filmen, ne? Ja, und jetzt, ne? guck mal, jetzt entführt sie meine Frau Genau. und nötigt mich dazu. Chat, Wir machen das mal. Was sagt der Chat? Was sagt der Chat? Hamburg Was hat der Hafen Chat? Live. Moin. Das ist Moin. unser Sehr schön. Was macht ihr?
Wir machen Livestream. Kanal nennt sich Hamburg Hafen Live. Ich habe schon gesagt, die müssen es ausmachen. Genau, Also wir machen, wir sind gerade hier so Dockland Fischmarkt unterwegs. Und ich nehme so ein Weinchen, aber was ganz kurz Kleines. Also wir machen zumindest hier nur den Eingangsbereich Livestreams seit fast 2 Jahren aus dem Hamburger Leute hier Hafen. hinkommen. Also alles, was hier mit Hafen zu tun Ihr hat. kommt von Leon und dann kriegt ihr nochmal einen extra Kreuzfahrtschiffe, Rabatt. Leon, alles, was so ankommt, Leon ist quasi, aber auch so, Leon, wir dem zeigen gehört auch das die Stilwerk Menschen hier. im Hafen. ne? So, ich muss jetzt mal die Kamera ein bisschen zur Seite halten, dass wir hier nicht irgendwen... Genau, wir müssen nur mal gucken, dass wir nicht zu zweit reden. Ne? Achso, wir quatschen gerade durcheinander. Genau, Ne? genau. Ich erkläre das so ein bisschen. Willst du das noch mal kurz Nee, ich ein bin bisschen jetzt ruhig. vorstellen? Ich bin jetzt ruhig. Nee, du kannst es aber mal besser. Weil es ist ja nun nicht wirklich ein öffentliches Gebäude. Nein, das wissen wir. Wir wollten auch eigentlich nur vorne einmal Dankeschön Das ist aber lieb, Dankeschön. unseren Zuschauern einfach nur mal zeigen. Wir haben natürlich ganz viele Leute, die nach Hamburg kommen. Ne? Also das ist, Alle kommen ins Stilwerk, bitte. Nie Möbel. naja gut, Die kaufen keine Möbel. Doch, wir hatten letztens wir hatten Leute aus Hessen, die haben wirklich für 20.000 Euro bei uns eingekauft, weil die es so geil fanden bei uns im Store oben. Aber es ist ja auch so ganz schön, also auch nett hier unten mit der Bar und Genau. so. Ne? Wenn ihr das Video schickt, dann könnt ihr es gerne weitermachen. Ansonsten Aber nicht mehr filmen. Nein, Nein, Wie nein. gesagt, wir wollten eigentlich nur mal so einen ganz kurzen Blick hier rein und... ja, aber schickt uns das Video. Das ist ja nun, Ich habe schon gesagt, das ist okay, Genau. solange die ganzen Kunden aus dem Chat reinkommen und hier Sachen kaufen und dann kriegen sie 8% Genau. Rabatt, wenn sie sagen, die kommen von Leon und den Rest klären wir dann persönlich. Und dann genau. Nein, also ich sag mal, es gucken ja bei uns ganz viele Leute wirklich aus ganz Deutschland, Schweiz, Österreich zu. Und ich denke einfach, na, absolut, absolut. kommt da irgendwie so, ja, das machen wir so, dann das Stilwerk. Und wir haben das ganz oft. Ich finde es halt leider schade, weil wir sehr viel Geld dafür ausgeben. Absolut. Dass wir das hier so haben, wie wir Genau. es haben. Und ihr macht daraus was und dann kriegen wir irgendwie am Ende des Tages so einen kleinen Besuch und ihr macht eure Geschäfte daraus. Das ist ohne zu fragen. Ich werde also diesmal fragen, darf ich aufnehmen? Auf jeden Fall. Deshalb, Deswegen, wir waren ja eigentlich waren am nur am Eingang, Eingang und wollten nur mal die sagen, hier ist das Kollegen- Stil. Aber das ist ja nicht so, dass ich kenne das ja nun auch. Ja. Das ein Moodboard da, wir machen das ja auch. Aber wir fragen immer so, darf ich mal filmen, dürfen wir mal machen, wie ist denn so? Also, das ist eh durch, weil das ist ein Livestream. Aber zum Fragen müssen wir ja erstmal reinkommen und jemanden finden, den wir fragen können. Hier bin ich. Ja, Ne? Und es war ja, wie gesagt, gar nicht geplant jetzt bei euch. Wo seid ihr denn? In welchem Hotel? Seid ihr im Gym? Hä? Nein, wir sind ja Hamburger. Ihr seid Hamburg. Wir sind Hamburger und Also wir haben auch hier gegenüber ein kleines Büro hier im 45. Eins in den Chat, wenn ihr euch Absolut, also kommt einfach vorbei und dann reden wir mal, weil gerne. schön, wenn man mal drüber redet, ob man von dem Absolut. teilt. Hast du eine Visitenkarte mal von dir, dass wir die mitnehmen können? Jetzt privat. Habt ihr was? Aber schön, dass Sie da sind. schön, dass wir da sein. Genau, schön, dass wir da sein Wie gesagt, dürfen. wir Ne? sind eigentlich, auf den Drink war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Ja. Jeder, der hier reinkommt, kriegt Absolut, also können wir nur so wiedergeben. Wer bei uns reinkommt, kriegt auch immer einen Kaffee oder ein Getränk oder einen schönen Blick. Also So, jetzt kriegen wir auch langsam Empfangsprobleme. Hier ist der Empfang nicht so perfekt. Ja. hast du denn mal eine Visitenkarte? Irgendwie habt ihr irgendwas dabei? Oder können wir einfach reinkommen? Ihr könnt immer reinkommen. Also Steffi ist ganz oft auch in unseren Hotels. Wir haben ja auch 2 ganz tolle Hotels, Boutique-Hotels. Ist So, natürlich mal auch gucken, für Empfang unsere ist Leute, nicht so die dolle hier. zugucken, sage ich mal, Unterkünfte in Hamburg. Also wir sind fast immer ausgebucht. So, ich glaube, hier geht's besser. Ich glaube mittlerweile. Bitte? Schatz, wie viele Follower haben wir jetzt? 2000. Ach krass, okay, trotzdem. Ja, Männer hören nie zu. Hör nie Das zu. war kein Spaß, ich bin gerne ehrlich hier. Nee, ist alles. Also alles jetzt gut. denke ich Nur wie mal, gesagt, wir gucken waren, hier live. wir waren jetzt gar nicht so. darauf vorbereitet, hier groß was zu machen. Cool. Die Bar. Woher auch, ne? Aber Wir wollten eigentlich nur einmal Hallo, das ist Stilwerk und wollten dann waren wir eigentlich schon wieder weg. Ich weiß nicht, ob Patrick irgendwas mitteilt. Wir waren ja auf nichts eingestellt gerade. So, darum ziehen wir jetzt auch weiter. zu befeuern. Wir sind ja mal gegenüber, alle- wir haben ja unser Büro da. Wir kommen mal. Ja, ganzer Chat. Absolut, machen wir gerne.
Wir kommen wieder. Leon und dann ist das Ding geritzt. Also, den merken wir uns, den Leon. Der Leon. Leon ist cool. Leon macht Ja. So, Super. wir müssen aber weiter. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Schatz, wie viele Follower haben wir jetzt? 37.000? Zusammen irgendwie Ja. 50.000 oder so, YouTube und Twitch. So über den Daumen. Alles klar. Mit YouTube und Twitch zusammen so 50.000. Sag ich doch, wir kommen wieder. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Raus hier. Kein Kommentar. Weiter geht's. Also, Leon war witzig. Hier in dem Gebäude sitzt übrigens Adobe. Echt? Ja, und hier wurde für alle, die fotografisch interessiert sind, hier wurde Lightroom, die Mobile App, entwickelt. Ah, okay. Genau. Ja. Okay, und ja, jetzt muss ich mich erstmal gerade wieder sammeln. Das war so nicht geplant. Ja, sehr cool natürlich hier diese Stielwehrbrücke. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch den Livestream gesehen hat mit der schweren Sturmflut, die wir letztes Jahr hatten. Da hatten wir ja hier dieses Missgeschick mit dem Mercedes-Fahrer, der sich ja hier voll reingeritten hat. War das auch hier direkt? Das war hier alles. Also das ist halt hier das ganze Gebiet, was eigentlich so am tiefsten liegt. Und ihr seht auch, dass hier eigentlich alles, warte mal, hier jetzt gerade nicht, achso hier, also überall sind fette Flutschutztore davor. Ja. Das wird alles dicht gemacht. Hier werden überall die Schotten dicht gemacht. Und der ganze Bereich um die Fischauktionshalle, das ist eigentlich immer das, wo als erstes Wasser steht. Also das heißt, also selbst bei der kleinsten Sturmflut fängt es hier halt immer an. Deshalb sind das natürlich auch immer so die charakteristischen Bilder, dass man, Achtung, der ist flott unterwegs. Also das sind die charakteristischen Bilder, die man dann immer sieht mit Fischauktionshalle, Fischmarkt, die dann unter Wasser stehen. Aber hier links kommen halt auch noch so ein paar so kleine Läden und kleine Restaurants. Das ist auch Ja. eigentlich immer noch ganz nett hier, oder? Also das ganze Areal, wie gesagt, ich habe das ja reingeschrieben, das ist eigentlich hier so unsere Hut. Das ist so quasi unser Lieblingsgebiet. Man ist halt sehr nah am Wasser. Man hat halt hier den Anleger Fischmarkt. Wir können hier eigentlich gleich mal gucken, ob wir mit der Fähre ein Stück zurückfahren bis zum Dockland. Können wir ja mal gucken. Also wenn du noch links weiter guckst, da sind halt auch noch so kleine Restaurants. Ne? Also es ist Ja, da auch hinten ist dann sehr ja noch nett hier. Eierkarl. Genau. Genau, und dann kommt man ja da hinten auch auf das Areal, wo der Fischmarkt ist. Wollen wir das Na? uns auch noch mal zeigen? Oder wollen wir jetzt uns auf die Fähre schwingen? Du, wir können da gerne noch mal hingehen. Ja gut, ich denke mal, wenn wir doch jetzt hier schon unterwegs sind. Ist zwar alles dunkel, aber ja, Fischauktionshalle haben wir ja nun auch schon oft gezeigt. Die ist ja wirklich super bekannt. Ich finde, das hat immer so ein bisschen was von Edgar Wallace hier. Wenn dann noch so ein bisschen Nebel dabei ist.
Hier links ist auch Elbperle, das ist auch sehr lecker. Elbperle und dann kommt Eierkahl. Muss mal gerade schauen, was hier noch im Chat so los war. Abgefahren ist Der Chat ist auf abgefahren. dem Fischmarkt. Nein, abgefahren ist jetzt Fischmarkt-Mitglied. Danke dir vielmals. Kokototo, 2 Monate Reeperbahn-Mitglied. Dankeschön. Nilsi mit 5 Euro Superchat und er fragt, kann man euch besuchen auf Deck 7 oder kommt man nicht einfach da rein? Nee, da kommt man nicht einfach so rein. Also besuchen auf Deck 7, das funktioniert leider nicht. Also, Aber wenn du in Hamburg- also wenn halt mit telefonisch Termin Genau, abmachen also und so. wenn, Ne? wenn du in Hamburg bist, kannst du Bescheid sagen. Wenn wir da sind, können wir uns natürlich irgendwie trotzdem immer irgendwie mal treffen. Wenn wir zu der Zeit da sind, wo du auch da bist. In der Woche ist es halt immer schwierig, weil das ja eine Bürogemeinschaft ist. Genau. Holgi Pium, 16 Monate. Dankeschön. Danke. Ulrich Böcker verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Genauso wie Katrin. Danke an euch beide. Und Mike schickt nochmal 249 und fragt, war Paddy hier nicht in den Nachrichten? Ja, das war halt diese Straße hier, wo ich dann mit der Watthose Also hier ist entlang Elbperle? gewartet bin. Hier stand halt wirklich alles unter Wasser. Da war ich halt wirklich so quasi bis, ja, fast bis zum, was ist denn das? Fast bis zu den Hüften im Wasser. Wir hatten ja, letzte Woche hatten wir auch 2 kleinere Sturmfluten. Das ist leider genau da gewesen, als wir flach lagen, als wir krank waren. Waren jetzt nicht so spektakulär, aber immerhin war hier auch alles so ein bisschen überflutet. Können wir noch einmal um die Ecke gehen? Dann können wir dann noch mal den Platz zeigen. Da ist Eierkahl. Wollen wir hier noch einmal um die Schnell Ecke rüber. gehen? Und ja, hier hat man dann noch so einen größeren Platz. Da versammeln sich dann auch immer gerne die ganzen Schaulustigen, wenn der Fischmarkt überschwemmt ist. Denn hier geht es natürlich hoch, hier geht es bergauf. Da ist man dann relativ sicher. Also hier sind auch noch so ein paar kleine Bars und Restaurants. War hier nicht auch so eine Bierbar, die nur Bier hatten? Ja, da ist noch so eine Bierbrauerei und so. Und hier gibt es auch so einen Laden, der hat so frische Waffeln und so. Also ihr müsst hier einfach mal rumlatschen, wenn ihr in Hamburg seid. Also eigentlich, Genau. man entdeckt ja auch immer selber Sachen wieder. Und Gegenüber auf ist, der anderen Seite ist quasi der Fischmarktplatz. genau, und da ist halt auch noch ein Parkplatz. Wer mit dem Auto kommt, kann hier auch immer noch mal ausweichen, wenn kein Hochwasser ist. Ne? Das Schöne an dem Parkplatz ist, ab 15 Uhr nimmt er, glaube ich, pauschal 5 Euro. Okay, Ja. wusste ich jetzt auch noch nicht. Aber ich habe ja eh meinen geheimen Parkplatz. Nein, so geheim ist der gar nicht. Wollen wir noch mal auf den Anleger gehen, noch mal das Liberté zeigen? Ja, Finde ich ich dachte ja auch mir ganz dass schön, wir jetzt ne? auf den Anleger gehen, uns Und dann dann- gleich Tickets kaufen, Okay. dass wir auf dem Anleger noch einmal gucken, dann auf eine Fähre springen, zurück zum Dockland fahren, wo ja auch unser Wir Auto können auch ein steht. Taxi nehmen, das fährt ja gerade vorbei. Super lustig. Auch ich glaube, die Fähre ist ein bisschen stilechter, oder? War ja auch nur ein Scherz. Also für mich hat es jetzt gefühlt die ganze Zeit genieselt, als wir unterwegs waren. Also ich hoffe ja, dass wir noch mal in den nächsten Wochen irgendwann eine Sturmflut bekommen. Was ist denn hier eigentlich so rot beleuchtet? Das ist die Fischauktionshalle. Ich Ja, weiß es- nicht, vielleicht bereiten die für irgendein Event was vor. Aber das sieht ja so ein bisschen asiatisch gerade aus, ne? Da sind auch so Woks und so. Ja, vielleicht Stimmt. haben die irgendwie so ein Event. Ja.
brauchen wir nur noch Fahrkarten. Die kannst du ja mit der App kaufen. Genau, ich gucke mal, ob ich das hier irgendwie hinkriege. So im Laufen. Ohne Brille. Nicht, dass du hier gleich im Wasser landest. Oh, bitte nicht. Ich möchte zum Dockland. Gibst du einen aus? Muss ich ja. Aber die nächste Fähre kommt erst 21:18 Uhr. Und wie spät haben wir es? Oder wollen wir laufen? Wie spät haben wir es? 20:58 Uhr. Also 20 Minuten braucht die noch. Puh. Naja gut, das ist natürlich jetzt die Uhrzeit, ne? Ja, die Höchstwahrscheinlich. fährt jetzt wahrscheinlich nur noch alle 30 Minuten. Höchstwahrscheinlich, ne? Ruf mal Niklas an, ob er irgendwie eine Ausnahme machen kann. Wer kann uns abholen? Wir stehen hier. Ja, ist jetzt so die Frage, ne? Ein bisschen noch da unten mal das Libertätszeichen. Aber 20 Minuten ist echt lange, ne? Hier zu stehen, 20 Minuten oder? hier rumstehen ist lange, Dann ja. lass uns doch lieber zurücklaufen, oder? Dann Wollen wir noch würd ich auch einmal auf den sagen, Anleger das noch mal zeigen? Unten Ja, noch mal? genau. Ist doch eigentlich ganz schön. Wir zeigen das noch einmal. Ich können wir ja an ich der- meine, in 20 Minuten sind können wir wir ja auch am Wasser dahin entlang laufen. sind wir doch auch dahin gelaufen, oder? Ist auch ganz süß, das Restaurant, ne? Richtig süß. Die Aber haben guck auch die mal- besten Öffnungszeiten. Aber guck mal hier kurz. Der sagt mir jetzt um 21:18 Uhr. Ja, mit der 62. Genau. Genau. Also in 18 oder 19 Minuten. Okay. Ja. Nee, Wassertaxis gibt es hier leider nicht. Wie zum Beispiel in Oh, das wär's auch noch, ne? Amsterdam. Das wollten die immer mal irgendwie einführen. Also es war immer mal im Gespräch irgendwie. Aber guck mal hier die Stimmung, ne, vom Liberté. So toll. Also ich finde doch, Schwester Hansen könnte sich doch eigentlich mit dem Wassertaxi selbstständig machen, oder? Moinsen, kommen Sie mal ran hier. Steigen Sie ein. Und das nennt sie dann einfach Loveboat. Ich meine, das ist doch immer ausgesucht, oder? Gucken wir hier auf das Feuer. Wie schön ist das bitte? Herrlich, ne? Aber guck mal, da kommt doch auch gerade eine Fähre. Meinst du, der hat uns gehört und holt uns jetzt ab mit der Fähre? Ich lese den Chat gerade nicht. Ich weiß nicht. Hier sind wir. Ich meine, das wäre ja jetzt echt mega lustig, oder? Also ich glaube aber... Also Anja findet die Idee gut. Also ich meine, Anja hier mit so einem kleinen Bötchen, Ja, ne? kann sie noch mal ein paar Fischbrötchen verkaufen. Also ich glaube aber rein, wenn wir mal eine Effizienzbetrachtung machen, glaube ich, sind wir mit der Fähre trotzdem schneller. Kann Als es sein, wenn wir dass jetzt mein laufen. Mikro gerade seinen Geist aufgegeben hat? Ja, Vielleicht eher die Mikros sind beide relativ leise. Lass uns mal nach vorne hin, dann baue ich mal Ersatzmikros dran. Ja.
Man hört dich gerade nicht. Also gib mir 2 Minuten. Ich muss mal eben Mikros tauschen. Dafür muss ich erstmal an meinen Rucksack ran. Guck, dann haben wir ja gleich auch die 18 Minuten hier überbrückt. So, Moment mal. Soll ich dir helfen? Nee, da kannst du nicht viel helfen. Du kannst einmal das iPad hier. Ja, bei den kalten Temperaturen sind natürlich die Akkus von den kleinen Mikrofonen halten da nicht ganz so ewig lange durch. So, oh, jetzt läuft die Nase. Nee, leg das mal bitte nicht dahin, sonst verwechsel ich die Mikros. Kannst du in die Elbe schmeißen. Ich muss erstmal mal die Windpuschel drauf machen und dann. So, hier hast du schon mal ein Ersatzmikro. So, ich tausche. So, jetzt steckt ihr das mal an. Also eigentlich müsste Tanja jetzt wieder zu hören sein. Hallöchen, da bin ich wieder, ihr Landratten. Bin ich zu hören? Schauen wir doch mal. So, Und wie sieht's aus? Hört man uns wieder? ich müsste eigentlich. Glasklar. Ja, wunderbar. Genau so wollen wir das. Ja, ich hätte da ein bisschen eher drauf gucken müssen. Hätte ich natürlich gesehen, dass das Mikro fast leer ist. Hast du aber nicht. Hab ich aber nicht. Genau. Mensch, du. So, Du Döspaddel. okay. Noch Jetzt einmal gucken wir ja Nase mal putzen. weiter. Soll ich denn jetzt mal Fahrkarten Ja, besorgen? wir fahren Fähre, würde ich sagen. Ich glaube, das findet auch die Community ganz gut. Noch mal eine kleine Runde mit der Ja. Fähre, ne? So, dann gucken wir doch mal. HVV-App. Ticket kaufen. Nehmen wir. Jetzt kaufen. Bitte warten. Ihre Bestellung wird bearbeitet. So, Jo. dann machen wir doch noch eine, ne? Ja, wäre schön, wenn du für mich auch eine Karte kaufst. Und mich da nicht ans Messer lieferst, wenn dann eine Kontrolle ist. So. Kamera hat noch genug Akku. Empfang ist auch da. Nur im Stielwerk war kein Empfang, da gehen wir nicht wieder hin. Guck mal, hier kann ich sogar deinen Namen eintragen bei der Fahrkarte. Habe ich noch nie gemacht, dass ich eine Fahrkarte für jemand anders gekauft habe. Ich habe immer nur für mich oder eine Gruppenkarte gekauft. So. Dann düsen wir gleich noch eine Runde mit der Fähre durch den Aber Hafen. oben, ne? Ja.
Guck mal, der Whiskyhase haut auch 10 Euro raus. Kostenbeitrag für die Fähre zur Hafenrundfahrt. Dankeschön. Ich glaube, mit dem 10er kommen wir gut zur Rande, oder? Das ist jetzt zwei kurze Strecken. Ne? 1,95 Kurzstrecke habt ihr Ja. mir jetzt hier angezeigt. Der Whiskyhase noch was raus. Vielen, vielen Dank. Bin ja mal gespannt, welche Fähre wir bekommen. Und weißt du was, dass die Fähre aber da hinten abfährt? Ja, ja, wir müssen gleich, also Genau. hier fährt die Fähre ab in Richtung Landungsbrücken und ein Stückchen weiter da hinten ist dann die in Richtung... Also ich finde, dieses kleine Dockland Restaurant fährt. ist so süß. Also den Anleger hier mag ich sowieso total gerne. Auch im Sommer zum Fischmarkt müsst ihr unbedingt hierher zum Fotografieren. Das ist so toll. Sonnenaufgang. Reeperbahn. Reeperbahn. Wie geht das Lied noch? Ich komm an. Ist das nicht Du von Punkt, Udo? Punkt, Punkt, Meile, auf die ich kann. Kann ich jetzt hier nicht sagen. Wer ist denn da oben drauf? Wer ist denn das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall winkt er. Wer ist denn das? Ja, keine Ahnung, wer das ist. Mensch, wer ist denn das? Wer ist denn das? Ich sehe gar Mensch, nichts. das Kenox ist Kenox das. ist das. Hey. Immer wenn wir hier rumlaufen. Ja. Kannst du uns nicht mitnehmen? Kommst du gleich nochmal zurück? Ah, okay. wie cool. Ja, nee, wir wollen gleich in die andere Richtung einmal. Oh Mensch, wir haben Schwester Hanse gar nicht dabei für dich. Leider nicht. Oh. Ich bin richtig gefreut auf Sie. Ja, du. Nächstes Mal haben wir sie wieder dabei. Ich hoffe doch. Schönen Feierabend. Tschüss. Tschüss. Oh, wie cool ist das denn bitte wieder? Mensch, Boah, der da fährt einer Kenox von den so. Alten. Ist das die Tonne? Immer wenn wir abends hier unterwegs sind, treffen wir den Kenox. Ja, Kenox macht ja gerne die Abendschichten, hat er ja gesagt. Der macht nicht gerne so ganz früh aufstehen. Der ist dann lieber abends im Hafen unterwegs. Kann ich verstehen. Tschüss. Oh, dieser Geruch von dem Diesel. Herrlich. Guck mal, jetzt ist es auch schon 10 nach 9. Okay. Dann haben wir noch 8 Minuten. Komm, wir gehen noch mal ein kleines Stück darüber. Ja. Hier sind auch in diesem Restaurant überall so kleine Tischchen. Ich mag das ja, ne? Das ist richtig gemütlich. Ja, aber da sind sehr viele Gäste, deshalb mag ich da jetzt nicht so rein. Nein, musst du ja auch nicht. Nilsi meint, wir würden die Tollerort bekommen. Nilsi, Dankeschön. 2 Euro Superchat. Danke. Vielleicht ist da ja auch noch einer drauf. Guck mal, diese Anzeigen hier, sind die neu? Das ist super. Es ist so klasse. Sind die noch neu? Ich weiß es nicht. Also als ich hier die Sachen für die lieben Fährenfahrer hier verteilt habe, da stand das auch schon mal. Da fand ich richtig genial. Also ich habe das noch nicht gesehen. Aber ich fahre auch sehr selten mit der Fähre. Aber da steht also im Prinzip, ja, Finkenwerder, die 62 um 21:20 Uhr. Genau, 9 Minuten kommt die. Ja, Landungsbrücken 26. Na, ein Glück, dass wir jetzt nicht nach Neuhof wollen, ne? Ein Glück. Oder nach Wandsbek-Gartenstadt. Kannst ja auch ein Scooter-Sharing hier holen. Ja, aber es ist irgendwie, also irgendwie ist es ganz cool. Ich gucke mir das Total. gerade das erste Mal an. Also du hast hier Carsharing.
Taxiservice, Scooter, Bikesharing. Ist schon ganz cool. Guck mal, Moja kommt in 11 Minuten. Anja schreibt, im Oktober war das auch schon. Also, jetzt wisst ihr, wie oft ich so mit der Fähre fahre. Also ich finde, der Hafen lohnt sich doch immer, ne? Ich finde vor allem so einen Abendspaziergang richtig toll, gerade zu solchen Zeiten, wo halt nicht viele Menschen unterwegs sind. Und ich meine, guck mal, jetzt zum Beispiel hier bei Lust auf Italien, die Jungs, die hatten auch einen Moment Zeit. Es war nicht total überfüllt, wenn da gerade richtig Attacke wäre. Also die fand ich jetzt so Wäre super das nett. auch anders gewesen. Ne? Also es ist alles halt so ein bisschen entspannter. Also auch so, man hat eher die Möglichkeit, hier mal jemanden zu treffen und ein kleines Pläuschchen zu halten. Aber ich finde, wenn man so nach Hamburg kommt und vielleicht auch in der Woche denn da ist, hier einfach mal abends, wenn natürlich auch noch mehr auf hat, hier einfach so einen entspannten Gang machen, mal so ein bisschen in die kleinen Läden reingucken. Das ist doch toll. Vielleicht sich abends hier noch irgendwo so einen Tisch reservieren. Gatsby75 lässt einen Prime-Sub da auf Twitch. Dankeschön. Dankeschön. Also wenn jetzt hier auf der toller Ort vielleicht noch Dominik, Niklas oder Kenox, das wäre so cool. Der Kenox macht ja Feierabend. Ach stimmt, der muss ja noch Musical fahren. Andrew fragt, was ist das für ein Gebäude, wo Dock 11 draufsteht? Da muss ich mich einmal umdrehen. Das ist ein Dock, also ein Schwimmdock. Das heißt, da werden Schiffe drin gewartet. Früher auch viel gebaut. Gebaut wird jetzt nicht mehr ganz so wahnsinnig viel hier. Also da wird viel jetzt gewartet. Wobei doch gebaut eher so im Bereich Luxusjachten bei Blom und Voss. Und das sind halt Schwimmdocks. Die können abgesenkt werden. Quasi mit Wasser geflutet, dadurch abgesenkt. Dann fahren die Schiffe drauf und dann wird das Wasser abgepumpt. Das Dock kommt hoch und das Schiff liegt dann quasi auf dem Trockenen. Kann man sehr schön reingucken, wenn man eine Hafenrundfahrt macht. Dann fahren die an den Docks vorbei und dann kann man da seitlich quasi in das offene Tor reinschauen. Könntest du jetzt eigentlich, wenn jetzt gleich eine Fähre kommt, ich meine, da du ja einen Bootsführerschein hast, wenn da sagen wir, Mensch, mach mir hier mal die Fähre fest. Könntest du das machen? Soll ich die Fähre an den Haken nehmen hier? Ja. Oder? Wenn du sagst, Mensch, ich mache jetzt hier noch mal ein Päuschen hier. Paddy, mach mir mal die Fähre fest. Ich weiß nicht, ob die das lustig finden. Nein, aber wenn er fragen würde, ob du es könntest, würdest du es können? Du hast doch tagelang Knoten geübt. Mir fehlt die Übung dafür. Also ja, theoretisch Ne? Theoretisch könnte ich das mit Sicherheit. Aber in der Praxis würde mir wahrscheinlich die Übung fehlen und ich würde mich super blamieren. super blamieren. Aber ich Genau meine, das. du könntest doch eine super Performance draus machen. Weißt du, so hier wie John Wayne, schön das Lasso hier rumlegen. Na, ich glaube, da müssen wir eher mal irgendwann einen Termin mit den Linesmen machen. Ja, Und da müssen die uns mal zeigen, wie man richtig Leine wirft. also Linesman, könnt ihr nicht mal Paddy erklären, wie er denn hier auch mal notfalls eine Fähre festmacht? Wir wollen ja gar nichts Großes, kein Kreuzfahrer, aber so eine Fähre festmachen. Obwohl, Fahren wir denn gleich oben ich glaube, dazu an Deck mit? Ja, sicher. Ja, Dazu ne? brauchst du nicht die Linesmen. Das können doch die lieben Fährenfahrer, die können das doch aus dem FF. Also du machst keine Fahrt auf der Brücke nächstes Mal, sondern du guckst erst mal, dass du richtig hier die Fähren verteust. Ja, also ich glaube, ich würde das schon hinkriegen. Aber mit ein bisschen Übung wird das natürlich. Hast du dir nicht für deinen Bootsführerschein auch so ein richtig, hattest du da nicht auch so richtig Tampen, wo du das gemacht Ja, hast? ich habe ja ne? richtig so ne? Knotenkunde und so. Ja, genau, das machst du schon. Caro, danke dir für 2,49 Super. Dankeschön.
Guck mal, Andi hat hier schon geschrieben, wie du das machen musst. Also, wenn du das liest, dann weißt du, wie es ging. Irgendjemand hat geschrieben, dass sie toller Ort abgelegt hat. An den Landungsbrücken? Ja. Aber da kommt doch auch gerade eine Fähre. Was ist das denn eigentlich? Da kommt irgendwas, kleiner Bulker. Also da kommt auf jeden Fall jetzt mal eine Fähre. Das könnte die toller Ort sein. Hier ist gerade die Frage, wofür die gelben Leitern sind. Ja, die gelben Leitern, ganz einfach. Hier sieht man sie. Wenn jemand ins Wasser fällt, dann sind die gelben Leitern dazu da, damit der wieder hier hochklettern kann. Denn das Problem ist einfach, dass das hier so hoch ist, also wenn du hier ins Wasser fällst, du kommst nicht auf den Ponton drauf. Also zumindest nicht, wenn du nicht extrem athletisch durchtrainiert bist. Oder Chuck Norris. Ja, ja, da kommt die toller Ort Tatsächlich. in schönem Zitronengelb. Oben ist auch keiner. Das sind jetzt alles Pendler, die damit fahren. Nur wir machen die Touristen und gehen oben an Deck. Ups. Eine Schaukelhunde hier. Ups. Oh. Wir haben ja nur eine Station, oder? Also wenn du Dockland? richtig gezählt hast, ja. Wir haben nur eine Station. Was würde Schwester Hansen jetzt machen? Ja, man sieht leider nicht viel. Stockduster. Gleich fahren wir ja auch noch mal an Deck 7 vorbei. Genau. Also da oben das Blaue, das ist Gin Hotel. Die schöne Bar. Dachterrasse. Wirklich schön die Bar. Aber bei Und- uns ist noch Licht an. Nee, bei uns nicht, aber im Nachbarbüro. Ja. Da oben, da ist Deck 7, das ist quasi da die dunklen Fenster. Aber im Nachbarbüro ist Licht. Oh, und schon tränen meine Augen. Dein Rucksack ist offen. Meiner? Oder deiner? Meiner vielleicht? Nee, ich glaube meiner nicht. Muss deiner sein. Oh, das ist aber auch eine Suppe hier. Aber auch ganz cool, das mal hier so wieder von außen zu sehen. Gerade bei diesen Lichtverhältnissen. Ne? Hier das Fährterminal, das alte, und dann das Dockland im Hintergrund. Aber so eine Station bei dem Wetter reicht auch, ne? Also draußen auf jeden Fall. Das ist gleich ein anderer Schnack, wenn du Fahrtwind hast. Und da kommt das Dockland mit den 136 bis 140 Stufen. Müssen wir mal runtergehen, nicht, dass er durchstartet. Ach so, meinst du, Naja, ich weiß falls nicht. keiner ein- und aussteigen will? Ja, ich weiß doch nicht. Ich gehe mal runter, du kannst ja noch oben bleiben. Auch von unten finde ich den Blick aber eigentlich auch immer ganz schön. Hier ist mal so schön dicht am Wasser.
Fähre fahren, immer wieder ein Erlebnis. Macht immer wieder Spaß. Sehr kurzweilig. Ach, guck mal, da wollen ja aber auch trotzdem noch Leute einsteigen. Ja, ja. Der hätte auf jeden Fall gehalten. Zurückbleiben bitte. Attention, stay back. So, da sind wir da, wo wir gestartet sind, würde ich mal sagen. Ne? Da sind wir. Caro haut nochmal 2,49 Ja, vielen, vielen raus Dank. Mit einem Dankeschön von ihrem Sohn Ares. Vielen, Sehr vielen Dank, gerne. Ares. Schön, dass du immer zuschaust, weil Ares ist nämlich auch einer unserer jüngeren Zuschauer. Ah, okay. Ja, das geht auch mit dem Deutschland-Ticket, Fähre fahren. Fähre fahren ist super. Guck mal, haben wir schön Fußmarsch gespart. Und hier stehen wir ja auch immer, wenn die Kreuzfahrer da sind, ne? Das ist ja hier, Oh, das, guck mal, das ist auch wieder da. ja, das war letztens aber schon da. Ja? Aber die Kiste ist neu. Letztes Ja. Jahr war hier noch eine Holzkiste. Die ist ja Und die weggeschwemmt, ne? Genau. Also da ist Streugut drin, da ist Salz drin. Und bei der letzten schweren Sturmflut, da stand immer eine Holzkiste, ist sie weggeschwommen. Die stand doch noch Und dann irgendwo. stand die hier irgendwo. Ach guck mal, die Holzkiste steht da oben immer noch. Stimmt. Die haben sie da oben hingestellt. Ja. Anscheinend hat sie die Sturmflut auch überlebt. So, und jetzt sind wir ja schön, haben wir schön eine Runde gemacht. Ich drehe noch mal um und zeige uns noch mal. Ja, Mensch, ihr Lieben, Wo ist denn deine Mütze geblieben? ist eine gute Frage. Hier, Ach da. da habe ich sie. Ist sie von selbst abgegangen oder? Nee, ich hatte die vorhin abgesetzt und mir war dann aber auch gar nicht so kalt. Okay. Mir war gar nicht so kalt. War doch eine schöne Runde, oder? Würde ich jetzt auch mal sagen, oder? Also fand ich auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr das ein oder andere entdeckt. Viele von euch, die ja schon länger zugucken, werden sicherlich viele Ecken davon kennen. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht war es ja trotzdem unterhaltsam, vielleicht auch informativ. Aber vielleicht sind ja auch irgendwie Hamburger dabei oder Zuschauer, die öfter mal nach Hamburg kommen und Genau. sagen, Mensch, habe ich noch nie gesehen, kannte ich gar nicht, gehe ich mal rein. Also Und wir kennen Lust ja auf auch nicht Italien hat heute, glaube ich, richtig gepunktet. alles. Ganz genau. Ja? Da können wir Und, mal zum Mittags hingehen, wenn wir hier mal im Büro sind. ja, wenn wir irgendwann mal Essensstream machen, dann machen wir das bei Lust auf Italien. Vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt, dass ihr auch so aktiv wieder im Chat wart. Vielen Dank natürlich auch für eure Unterstützung mit den ganzen Spenden, den abgeschlossenen und verschenkten Mitgliedschaften, aber natürlich auch auf Twitch mit den Subs und Bits. Dankeschön auch an unsere Moderatoren, die wieder ordentlich unterstützt haben. Habe ich was vergessen? Wie geht's denn noch so weiter die Woche? Wir schauen einfach mal, was Wir noch so schauen einfach kommt. mal. Ne? Wir schauen einfach mal. Wir kündigen nichts an, wir machen alles. Wie soll denn eigentlich relativ das Wetter spontan. werden? Haben wir da mal Besser. irgendwie was besser? Besser. Ich glaube, das war jetzt heute Abend. Ich hatte auch nicht damit gerechnet. Also hast du dass der den Nieseltiesel- schlechtesten Tag rausgesucht, um mich hier rauszulocken? Nee, Schatz, regnet nicht. Nein, gar kein Problem, bleibt trocken. Ja. Nee, ist klar. Ist auch kein Problem. Alles trocken. Ja, alles bei dir gut. ist alles trocken, aber es Ja. hat die ganze Zeit genieselt. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, dann macht's gut. Habt noch einen schönen Abend. Tschüss, bis zum nächsten Stream. Tschüss. Ich muss das mal umdrehen. So, nimmst du mal bitte die Kamera und dann kann ich mal hier unser, Kam auch gerade noch so ein Geisterschiff, aber ich glaube, das sieht man nicht. unser da fehlt noch Outro was. fahren. Da fehlt noch was. Ich hoffe, das läuft hier.